So, die Prüfungen sind endlich alle geschrieben, alle Abgaben sind hinter mich gebracht und ich bin wie jedes Semester einfach nur wahnsinnig froh, dass es wieder vorbei ist. Und ich denke, so geht es fast jedem Studierenden, dass er sich nach dieser Prüfungsphase denkt, warum tue ich mir das eigentlich an? Ne? Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Denn warum habe ich eigentlich mit Wirtschaftswissenschaften angefangen? Und am Ende habe ich auf jeden Fall auch ein paar Tipps dabei, wie man gerade auch durchs erste Semester ein bisschen entspannter kommt. Vor so ein paar Jahren stand bei mir natürlich auch die Studienfrage im Raum und welcher Studiengang es denn jetzt eigentlich werden soll. Und ich habe mich am Ende dann für Wirtschaftswissenschaften an der FAU entschieden, da ich super unentschlossen war, welcher es denn jetzt eigentlich werden soll und ob ich nicht vielleicht BWL machen möchte. Aber eigentlich hat mein Herz ein bisschen für die Wirtschaftspädagogik geschlagen. Ich war mir aber einfach noch nicht so ganz sicher. Und mir ging es auf jeden Fall so, ich war nach dem Abi ziemlich überfordert, bin erstmal ins Ausland gegangen, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und jetzt habe ich dann irgendwann gesagt, nein, jetzt muss es noch die Uni werden. Und gerade für so unentschlossene Leute wie mich ist natürlich so ein Studiengang ideal, weil da gibt einem einfach noch ein bisschen Zeitraum, nochmal sich neu zu informieren, auch sich nochmal ein bisschen neu zu strukturieren, wenn das sein muss. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man sich noch ein bisschen Zeit nehmen möchte, um eine endgültige Entscheidung dann auch wirklich durchzuführen. Und mit so ein paar Tipps und mit meinen eigenen Erfahrungen möchte ich euch auf jeden Fall heute ein bisschen helfen, ne? Dass der Studienstart ein bisschen leichter wird und ihr euch vielleicht nicht mehr ganz so unsicher fühlt wie vielleicht gerade eben. Zu Beginn möchte ich aber erstmal erklären, wie der Studiengang eigentlich so aufgebaut ist. Grundsätzlich ist Vivi so aufgebaut, dass die ersten 2 Semester so etwas wie eine Grundlagen- und Orientierungsphase sind. Dementsprechend sind auch das die Vorlesungen, an denen die meisten Leute teilnehmen werden. Ab dem 3. Semester entscheidest du dich dann für deinen Schwerpunkt. Das kann entweder BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik und WPAD 1 und WPAD 2 sein. Und wie bereits gesagt, ich habe mich ja für Wirtschaftspädagogik entschieden und da gibt es eben Wirtschaftspädagogik 1 und 2. Bei Wirtschaftspädagogik 1 bist du eigentlich dafür ausgebildet, im Personalwesen zum Beispiel zu arbeiten. Bei Wirtschaftspädagogik 2 wirst du als Lehrkraft für eine berufliche Schule ausgebildet. Und da kommt dann auch der große Unterschied, denn in Wirtschaftspädagogik 2 wählst du auch noch dein Zweitfach, was du dann später mal an der Schule unterrichtest. Und da gibt es so einige. Englisch, Deutsch, Mathe, Französisch, evangelische Religionslehre, Berufssprache Deutsch, Sport, Ethik, Sozialkunde, Informatik, Spanisch, katholische Religionslehre. Ich persönlich habe mich jetzt für Ethik entschieden. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Fach und da kann ich auf jeden Fall, glaube ich, mal später in der Berufsschule auch ganz gut unterrichten. So, jetzt aber genug von der Theorie. Es gibt ja auch alles nachzulesen auf den verschiedenen Lehrstuhl-Homepages oder einfach bei wirtschaftswissenschaftlichen Homepages. Da kann man sich auf jeden Fall dann noch die ganz detaillierten Infos rausholen. Jetzt aber zu den Tipps, denn die Erstsemester, die jetzt dann im November ihr erstes Semester starten, ne, die werden wahrscheinlich ähnlich aufgeregt sein wie ich damals und so ein paar einführende Tipps sind, glaube ich, ganz hilfreich. Und den ersten großen Tipp, den ich habe, nutzt das Planspiel. Denn mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werdet ihr dort die Freunde finden, mit denen ihr euer komplettes Studium verbringt. Denn in meinen Augen sind die richtigen Freunde im Studium wirklich Lebensretter. Fristen einhalten, Abgabetermine, wo sind die Vorlesungssäle, wo kann ich ein Skript drucken. Dort ist man einfach mit den richtigen Leuten doch ein bisschen besser dran. Also meine besten Freunde hier sind auf jeden Fall alle aus dem Planspiel und ich bin wirklich nicht traurig drum. Einen weiteren Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben kann, ist, dass ihr euch relativ zügig bei Hochschulinitiativen informiert. Das habe ich zum Beispiel viel zu spät gemacht und dort kann man auch wahnsinnig viele interessante Leute kennenlernen und sich eben auch einfach noch ein bisschen außeruniversitär engagieren. Und einen dritten Tipp habe ich noch gerade für die Erstsemester. Nutzt im ersten Semester die Möglichkeit, ein paar Prüfungen vorzuziehen. Das entspannt einfach die Prüfungsphase ungemein und man ist da sowieso ein bisschen überfordert und man kann ein paar Prüfungen im Dezember schreiben und macht es einfach. Die Noten schauen am Ende wirklich besser aus und ihr werdet dann die erste Prüfungsphase nicht ganz so gestresst überstehen müssen. So, jetzt habe ich aber genug geredet über die Viso. Jetzt schauen wir mal hin, wo die Lehrveranstaltungen eigentlich so stattfinden. Wir sind jetzt gerade im H4 und hier sieht es im Moment ein bisschen wild aus tatsächlich, weil hier eben Baustelle ist, denn im letzten Semester hat es angefangen hier rein zu regnen, aber umso besser, dass es jetzt endlich repariert wird. Und hier hat man auf jeden Fall fast alle Vorlesungen, die mehrere hundert Leute besuchen müssen. Dementsprechend verbringt man hier trotzdem relativ viel Zeit.
So, ich habe auch ein paar Tipps versprochen. Und zwar, ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, dass man auf jeden Fall die Vorlesungen besucht. Aber in meinen Augen ist es fast noch wichtiger, zu den Übungen und zu den Tutorien zu gehen. Denn da übt man eigentlich dann alles und das hilft auf jeden Fall am allermeisten bei der Klausurvorbereitung. Also da sollte man nicht unbedingt sparen. Und ja, ansonsten hier im H4 sind vor allem die Vorlesungen. Und ja, schauen wir mal, wie nächstes Semester so ist, ob man hier viel Zeit verbringen kann. Aber zumindest ist es klimatisiert. Aber jetzt genug von irgendwelchen Vorlesungssälen. Man hört ja nicht nur die ganze Zeit zu, sondern irgendwo muss man auch lernen. Und da zeige ich euch jetzt mal, wo man hier auch eine gute Lerninsel finden kann. Und hier kommen wir auch zu meinem nächsten Tipp. Denn ich muss sagen, ich hatte am Anfang totale Probleme mit der Prüfungsphase zurechtzukommen. Und mir haben die gebildeten Lerngruppen total geholfen. Und wenn man hier eine dieser Lerninseln erwischt, dann hat man ziemlich großes Glück, denn die sind meistens besetzt. Aber wenn man früh genug dran ist, dann erwischt man hier noch einen Platz. Und naja, mit Kommilitonen und Freunden ist es einfach leichter, solche stressigen Phasen zu überstehen. Aber das Gute ist, es gibt nicht nur diese 3 Lerninseln, sondern auch noch einige anderen. Die sind ein bisschen auf den Stockwerken verteilt, aber die zeige ich euch jetzt auch noch. Hier im 5. Stock war früher immer meine Standard-Lerninsel, denn hier hat man einen super schönen Blick über Nürnberg und falls man mal eine kurze Pause braucht, kann man wenigstens mal aus dem Fenster schauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben, wie das Vivi-Studium hier so an der FAU so abläuft und dass euch auch die Tipps ein bisschen was bringen. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Studienstart, falls der ansteht. Ansonsten noch eine schöne vorlesungsfreie Zeit und bis zum nächsten Video.